Hallo liebe Landtechnik-Freunde, mein Name ist Roman vom Tektron Farming Machinery Channel und in diesem Video zeige ich euch, wie man mit der Precision IQ App Fahrgassen erstellen kann. Die Precision IQ App gibt es auf Displays von C&H und Trimble. Viel Spaß! Für die Fahrgassenfunktion braucht ihr zuerst mal die richtige Software. Dazu öffnen wir nun die Precision IQ App. Auf der Startseite können wir nun den Herzschlag auf der linken Seite auswählen. So kommen wir direkt ins Diagnosemenü. Auf dem ersten Bildschirm sehen wir nun die verschiedenen Firmware-Versionen der einzelnen Geräte. Beim TMX 2050 ist das die Version 5.51. Das Aufzeichnen von Fahrgassen wird auch ab Version 5.51 unterstützt. Nun sind wir wieder zurück auf dem Startbildschirm und sehen hier die Säkombination Lemken Solitaire 9, die wir angehängt haben. Die hat hier die Spurbreite von 3 Metern, das passt. Wir wollen jetzt als Beispiel einen 21 Meter Fahrgassenrhythmus erstellen. Ich habe hier schon ein neues Feld angelegt, das nennt sich im Rank. Ich habe hier eine Umgrenzung angelegt. Jetzt müssen wir nur noch unten rechts auf den Knopf Ausführen drücken und dann kommen wir ins Arbeitsmenü. Im Arbeitsmenü angelangt sehen wir nun die Feldgrenze und die AB-Linie, die ich im Vorhinein schon erstellt habe. Nun kann ich links auf das dritte Symbol im Reiter drücken, auf den Feldmanager. Hier komme ich auf die Feldübersichtsseite, dann wechsle ich zu den Führungsmustern. Hier muss ich nun die AB-Führung anwählen und dann sehe ich die jeweiligen Spuren. Ich will mein Fahrgassenmuster auf die AB02 legen. Die wähle ich nun an und gehe auf der rechten Seite auf das Menü Fahrgassen. Nun sehe ich die Fahrgasseneinstellungen. Als erstes aktiviere ich den Kasten Fahrgasse aktivieren. Nun kann ich einen Spurabstand einstellen. Wir haben eine Spritze mit 21 Meter und eine Sämaschine mit 3 Metern. Daraus ergibt sich ein Spurabstand von 7 Spuren. Wir haben keinen Versatz, weil es uns aufgeht und wir beide Fahrgassenspuren in einem Durchgang machen. Hätten wir einen Versatz, könnten wir das einstellen mit der Versatzfunktion, entweder links, Mitte oder rechts. Dann werden pro Fahrgasse immer 2 Spuren generiert. Ich bin nun wieder zurück auf dem Arbeitsbildschirm. Nun muss ich manuell die erste Fahrgasse suchen und dann diese Fahrgasse markieren. Nun bin ich auf der Spur 7 angelangt. Ich möchte diese Spur als Fahrgasse nutzen. Dazu gehe ich oben rechts auf die Führungskorrekturen. Da gibt es unten diesen Knopf, der nennt sich Fahrgasse einrichten. Ich drücke darauf und klicke Ja und richte damit eine neue Fahrgasse ein. Nun kann ich über das ganze Feld fahren und es wird mir laufend immer jede 7. Spur als Fahrgasse markiert. Wenn ich einen asymmetrischen Fahrgassenrhythmus hätte,
könnte ich im Feldmanager einen Versatz links oder rechts eingeben und dann hätte ich pro Fahrgasse 2 Fahrspuren. Das könnt ihr selber mal ausprobieren. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Bitte kommentiert und drückt den Daumen nach oben. Vielen Dank. Tschüss.